Annas Moment der Erkenntnis. Die Sonne hing tief am Himmel, ihr goldenes Licht flackerte durch die Bäume des kleinen Parks. Anna saß auf ihrer gewohnten Bank mit einem Buch auf dem Schoß, das sie kaum las. Ihr Blick wanderte immer wieder zu Finn, ihrem 10-jährigen Labrador, der ruhig neben ihr am Fuß der Bank lag. Seine treuen braunen Augen folgten jeder ihrer Bewegung, als würde er nur auf ihr Zeichen warten, um aufzustehen und ihr zu folgen. An diesem Abend schien Finn die Unruhe in Anna zu spüren. Sein Kopf lag zwar entspannt auf seinen Pfoten, doch seine Augen suchten immer wieder ihren Blick. »Alles in Ordnung?« schien Finn fragen zu wollen. Anna seufzte und strich über sein weiches Fell. »Du bist einfach zu aufmerksam, alter Freund«, murmelte sie. Anna liebte diese Abende. Es war ihre Zeit der Ruhe, weg von den Sorgen des Alltags. Doch an diesem Tag lastete ein Gedanke auf ihr, der sich nicht abschütteln ließ. Die letzten Tage hatten sie etwas durcheinandergewirbelt. Alles hatte mit einem Besuch beim Tierarzt begonnen. Finn atmete in letzter Zeit schwerer und Anna hatte beschlossen, sicherheitshalber einen Termin zu vereinbaren. Der Tierarzt hatte sie beruhigt, es sei nichts Ernstes, nur das Alter, das sich langsam bemerkbar machte. Aber als sie in den Behandlungsraum gegangen war, wo sein Gewicht, seine Zähne und seine Gelenke überprüft worden waren, hatte sich ein Gedanke in ihrem Kopf festgesetzt, der sie seitdem nicht losließ. Was würde eigentlich aus Finn werden, wenn ich nicht mehr da bin? Der Gedanke war wie ein plötzlicher Donnerschlag gewesen. Anna hatte ihn zunächst beiseite geschoben, doch jetzt, während sie Finn beobachtete, ließ er sie nicht mehr los. Das leise Bellen eines Hundes in der Ferne riss sie aus ihren Gedanken. Finn hob den Kopf und spitzte die Ohren, doch als nichts weiter passierte, legte er sich wieder hin. Anna streichelte sanft über seine weichen Ohren. »Keine Sorge, Finn, wir haben noch Zeit«, sagte sie, mehr zu sich selbst als zu ihm. Doch in ihrem Inneren fühlte sie eine Schwere. Sie hatte keine Kinder, keine engen Verwandten, die sich um Finn kümmern könnten. Die Vorstellung, dass ihr treuer Begleiter irgendwann ohne sie sein könnte, war kaum auszuhalten. Plötzlich zog Finn an der Leine und blickte zu ihr auf. Anna lächelte. »Komm, mein Junge, wir gehen ein Stück.« An diesem Abend beschloss Anna, mit Finn eine großzügige Runde durch den Park zu drehen, um ihre Gedanken zu sortieren. Während sie durch den Park schlenderten, kamen ihr Erinnerungen an die ersten Tage mit Finn. Er war ein quirliger Welpe gewesen. Wie klein er gewesen war, wie sein Fell nach Welpe gerochen hatte und wie er sich sofort an sie schmiegte. Doch diese Liebe brachte auch Verantwortung mit sich, und diese Verantwortung wog schwer. Plötzlich unterbrach eine Kinderstimme ihre Gedanken. »Darf ich ihn streicheln?« Anna blickte auf und sah ein kleines Mädchen, das mit strahlenden Augen auf Finn zeigte. Er wedelte freundlich mit dem Schwanz, als wüsste er genau, dass er im Mittelpunkt stand. Anna nickte lächelnd, und das Mädchen kniete sich neben den Hund. »Wie heißt er?« fragte sie neugierig. »Finn«, antwortete Anna. Das Mädchen kicherte und streichelte Finn weiter. »Er sieht wirklich sehr freundlich aus. Ich wünschte, wir hätten auch einen Hund.« Anna sah, wie das Mädchen Finns Fell liebevoll kraulte und spürte, wie ihre eigenen Sorgen für einen Moment verblassten. Vielleicht würde das Leben immer eine Lösung finden. Finn hatte eine Art, Herzen zu öffnen. Vielleicht würde er eines Tages auch einen anderen Menschen genauso glücklich machen. Ein kurzer, kühler Windstoß ließ Anna frösteln. Sie zog ihre Jacke enger und dachte über den Tierarztbesuch nach. Die junge Assistentin hatte gelächelt und gesagt, Finn scheint ein glücklicher Hund zu sein. Das liegt ganz sicher an ihm. Doch Anna hatte nur ein gequältes Lächeln zustande gebracht. Glücklich ja, aber wie lange noch? Die Entscheidung, vorzusorgen, kam ihr an diesem Abend wie ein unausweichlicher Schritt vor. Am nächsten Morgen setzte Anna sich an den Küchentisch. Max lag wie immer zu ihren Füßen. Mit einem tiefen Atemzug griff sie zu einem Blatt Papier und begann zu schreiben. Zuerst zögerlich, dann immer entschlossener. Liste potenzieller Betreuer, Notfallplan für Finn, Tierpension mit gutem Ruf. Während sie schrieb, liefen Tränen über ihre Wangen. Finn hob den Kopf, blickte sie besorgt an und stupste sanft ihre Hand. »Alles gut, mein Junge«, sagte sie mit brüchiger Stimme. »Ich möchte nur, dass du immer glücklich bist.« In den folgenden Tagen begann Anna, ihre Routinen zu ändern. Sie suchte gezielt nach neuen Wegen, den Alltag mit Finn noch schöner zu gestalten.
Sie entdeckte einen Hundespielplatz in der Nähe, auf dem Finn neue Freunde fand und begann, mehr Fotos von ihren gemeinsamen Abenteuern zu machen. Diese kleinen Veränderungen brachten nicht nur Finn Freude, sondern auch Anna selbst. Sie spürte, wie sich ihre Sorgen langsam in den Hintergrund verschoben und Platz für Dankbarkeit machten. Warum sich so viele Gedanken über den Morgen machen, wenn das heute doch so kostbar war? Eines Nachmittags, als sie wieder im Park waren, traf Anna eine Hundebesitzerin, die sie gelegentlich gesehen hatte. Die Frau hieß Miriam und sprach sie an. Ich sehe Sie oft hier mit Finn. Er ist so ein lieber Hund. Miriam wollte wissen, wie lange Finn schon bei ihr war. Aus dem kleinen Gespräch entwickelte sich schnell ein intensiver Austausch über das Leben mit Hunden, das Alleinsein und die kleinen Freuden des Alltags. Anna merkte, wie gut es tat, sich mit jemandem auszutauschen, der ähnliche Erfahrungen machte. Und sie begriff, dass sie nicht so allein war, wie sie manchmal dachte. Anna fühlte sich verstanden und sah in Miriam eine unerwartete Verbindung, die ihr gut tat. Als Miriam ihr schließlich anbot, im Notfall für Finn da zu sein, spürte Anna, wie eine Last von ihren Schultern fiel. An diesem Abend rollte sich Finn auf seinem Kissen zusammen, während Anna mit einer Tasse Tee am Fenster stand. Die Sonne versank hinter den Horizont. Der Gedanke an die Zukunft war noch da, aber die Gewissheit, dass Finn gut versorgt sein würde, gab ihr Frieden. Die Zukunft war ungewiss, aber das Hier und Jetzt war wunderschön. Und das reichte Anna. Sie lächelte, denn sie wusste, dass sie jeden Moment mit Finn genießen würde. Sie war dankbar für die kleinen Freuden des Alltags, die Finn ihr schenkte, und sie spürte, dass das Leben genau so richtig war, im Hier und Jetzt. Vielen Dank, dass du dir diese Geschichte angehört hast. Ich bin Ranghild und es ist meine Leidenschaft, kleine Geschichten aus dem Alltag zu erzählen. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Abonniere auch gern meinen Kanal, dann bist du immer informiert, sobald meine neuen Kurzgeschichten erscheinen. Bis dahin, alles Liebe.